Die 5 heimtückischen Zeichen der Makuladegeneration, die allzu oft übersehen werden. Gerade Linien sehen plötzlich aus wie eine Schlangenlinie. Buchstaben hüpfen auf der Seite herum, wenn du versuchst zu lesen. Du denkst, wirst du verrückt oder brauchst du nur eine neue Brille? Stopp, das ist keine Einbildung. Das könnten die ersten brandgefährlichen SOS-Signale deiner Makula sein. Die Vorboten der Makuladegeneration, die viele, ja manchmal auch Ärzte, nicht ernst genug nehmen. Ignoriere diese Zeichen auf eigene Gefahr, die Gefahr des Übersehens. Stell dir vor, an deiner Hauswand ist ein kleiner, feuchter Fleck. Was machst du? Ignorierst du ihn und hoffst, dass er von selbst weggeht, bis die ganze Wand durchgefeilt ist? Natürlich nicht, du holst einen Experten. Aber bei den kostbaren Augen sagen viele, ach, das ist nur das Alter oder ich bin wohl müde. Ein fataler Fehler, denn die frühen Zeichen der Makuladegeneration sind oft so subtil, so unscheinbar, dass sie im Alltag untergehen, bis der Schaden groß ist. Ich erinnere mich an einen Herrn, Mitte 60, passionierter Heimwerker. Er erwähnte, er denke, dass seine Wasserwaage kaputt sei. Seine Linien waren einfach nicht mehr gerade. Die Diagnose des Augenarztes ergab, es war nicht die Wasserwaage, es war eine beginnende Makuladegeneration. Zum Glück hat er es früh genug bemerkt, weil es ihn bei seiner Leidenschaft störte. Was ist bei dir? Wo könnten sich bei dir schon Zeichen zeigen, die du wegwischst? Und weil diese Zeichen so heimtückisch sind und so leicht übersehen werden, habe ich später noch einen entscheidenden Bonustipp für dich, wie du dich selber richtig testest. Bleib also unbedingt dran. Die 5 Killeranzeichen, einfach erklärt. Pass jetzt genau auf. Das sind die 5 häufigsten heimtückischen Anzeichen, bei denen bei dir sofort die Alarmglocken schrillen sollten. Erstens, Wellen statt Geraden. Schau mal auf Kacheln im Bad, auf Fensterrahmen, auf Linien auf Papier. Sieht irgendwas davon wellig oder gebogen aus, obwohl es gerade sein müsste. Alarm, das ist ein typisches Frühwarnzeichen. Deine Makula kann gerade Linien nicht mehr korrekt abbilden. Zweitens, der Fleck in der Mitte. Du schaust jemanden an und mitten im Gesicht ist ein grauer, verschwommener, dunkler Fleck. Oder beim Lesen fehlt plötzlich ein Buchstabe mitten im Wort. Das ist wahrscheinlich die Makula, die nicht mehr richtig funktioniert. Riesenalarm. Drittens, blasse Farben. Wirken Farben irgendwie matter, weniger leuchtend als früher, als ob ein Grauschleier drüber liegt. Auch das kann ein Zeichen sein, dass die Sehzellen in der Makula schwächeln. Viertens, mehr Licht bitte. Du brauchst plötzlich zum Lesen oder für feine Arbeiten viel mehr Licht als noch vor einem Jahr. Du drehst alle Lampen auf und es reicht immer noch nicht. Das kann darauf hindeuten, dass deine Netzhaut mehr Stimulation braucht. Oft ein Zeichen für beginnende Probleme. Fünftens, Buchstabenchaos. Buchstaben scheinen zu verschwimmen, zu tanzen oder zu verschwinden, wenn du versuchst, dich darauf zu konzentrieren. Das Lesen wird mühsam, anstrengend. Hör auf deine kostbaren Augen. Nun, das muss jetzt nicht unbedingt Makula sein, das kann auch sein, dass die Brillenkorrektur nicht mehr stimmt. Und ja, das kann man natürlich auch mit einem sehr präzisen Sehtest genauer anschauen und abklären. Darüber habe ich auch eine Videoserie gemacht, Sehtest-Experte. Den Link findest du hier oben. Und hier kommt der versprochene, ganz wichtige Bonustipp von mir, den viele nicht wissen. Wenn du diese Anzeichen bei dir checkst, die welligen Linien, den Fleck, die Farben, dann mach das unbedingt mit jedem Auge einzeln. Also, ein Auge abdecken, testen. Dann das andere Auge abdecken, testen. Warum? Weil dein Gehirn super schlau ist. Wenn nur ein Auge betroffen ist, gleicht das gesunde Auge das oft unbewusst aus. Du merkst die Probleme auf dem kranken Auge vielleicht gar nicht oder viel später, weil das gute Auge die Hauptarbeit macht und das Manko des schlechten Auges kompensiert. Also, jedes Auge immer einzeln testen. Das kann entscheidend sein. Warum Standardchecks nicht reichen? Erkennst du eines dieser Zeichen bei dir wieder?
oder auch nur eine leise Ahnung davon, dann renn nicht einfach zum nächsten Optiker um die Ecke für einen 0815 Sehtest. Warum erzähle ich dir das alles? Mein Name ist Edi Baldinger, ich bin diplomierter Augenoptikermeister, Optometrist und Gründer des Swiss Eye Care Centers, Erfinder und Entwickler der Relax-Brille und Zeiss Vision-Experte. Meine jahrelange Erfahrung in der Augenpraxis hat mir gezeigt, ein Verdacht auf Makuladegeneration muss man generell ernst nehmen. Das erfordert mehr als nur Buchstaben an der Wand erkennen. Demnächst erhalten wir das neueste Zeiss-Messgerät, mit dem wir unter Einbezug von versierten Augenärzten deine Netzhautmitte ganz genau anschauen. Wir nutzen hochauflösende Kameras und spezielle Verfahren wie das OCT, vereinfacht gesagt, wo wir ein Bild der Netzhaut machen, um Veränderungen zu sehen, die bei einem einfachen Test untergehen würden. Und genau das ist eine unserer Stärken bei Baldinger Optik. Seit Jahren befassen wir uns intensiv mit dem Thema Augengesundheit und Augenvorsorge und bieten spezialisierte Screening-Tests an. Was heißt das, Screening? Ganz einfach, das sind Vorsorgeuntersuchungen mit modernsten Geräten, um ganz gezielt nach frühen Auffälligkeiten zu suchen, eben nach Anzeichen für Krankheiten wie die Makuladegeneration, lange bevor du vielleicht selbst Probleme bemerkst. Wichtig ist dabei, wir stellen keine Diagnose. Das ist die Aufgabe des Augenarztes oder der Augenärztin. Aber wenn wir beim Screening eine Auffälligkeit entdecken, dann schlagen wir Alarm und empfehlen dir sofort den Gang zu einem Augenarzt oder einer Augenärztin. So arbeiten wir Hand in Hand mit den Augenärzten, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird und du die bestmögliche Vorsorge bekommst. Über Augenvorsorge habe ich bereits 2017 ein Video gemacht. Ich habe es dir hier oben verlinkt. Jetzt bist du dran. Welches dieser 5 Anzeichen macht dir am meisten Angst? Oder hast du vielleicht schon mal eines davon bei dir oder bei jemandem, den du kennst, bemerkt und dieses ignoriert? Und hast du schon mal einen Test mit jedem Augen einzeln gemacht, wie im Bonustipp erwähnt? Sei mutig, teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Du bist mit deinen Sorgen nicht allein und vielleicht hilft deine Geschichte jemand anderen oder die Geschichte von jemand anderem hilft dir. Wenn dieses Video dir die Augen geöffnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gib dem Video ein Like. Zeig uns, dass diese Aufklärung wichtig ist. Und ganz wichtig, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, denn im nächsten Video klären wir eine entscheidende Frage, die über Dringlichkeit und Behandlung entscheidet. Trockene oder feuchte Makuladegeneration. Welche Form ist der wahre Teufel im Detail und was bedeutet das für dich? Diese 5 Zeichen zu kennen und richtig zu testen ist der erste Schritt. Aber was steckt dahinter? Trocken, feucht. Ist das eine schlimmer als das andere? Oh ja, der Unterschied ist gewaltig. Im nächsten Video zerlegen wir die 2 brutalen Gesichter der Makuladegeneration. Das musst du wissen, um zu verstehen, was auf dich zukommen könnte und richtig zu reagieren. Bleib dran, Wissen ist Macht und schützt. To see or not to see. Baldinger Optik, Qualität vor Augen.